Von der Schuldenbremse zur Wachstumsbremse. Das ist Friedrich Merz. Der neue Gesetzesentwurf für milliardenschwere Kredite liegt vor. Die FDP bezeichnet jetzt schon die neue Koalition als Schuko, die Schuldenkoalition. Welche desaströsen Folgen das Ganze haben wird und wie andere Politiker, wie unter anderem auch die Frau Baerbock, darauf reagieren und wie die AfD das Ganze in letzter Sekunde verhindern möchte, erfährst du hier in diesem Video. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder reinschaltest. Wir wollen direkt jetzt gleich mal was von Markus Söder hören, denn der hat noch darauf geschworen, nichts mit den Grünen machen zu wollen. Und pluppdiwupp ist die Wahl vorbei. Man ist ein bisschen in die Enge getrieben worden. Löst man einfach mal so ein paar Milliarden in Richtung Grün. Aber das haben wir nicht vergessen und werden auch nicht vergessen. Hör dir das mal an und dann geht's erst richtig los. Wer hat die Wirtschaft in Deutschland fast ruiniert? Die Grünen. Wer ist für mehr statt weniger Migration? Die Grünen. Und wer meint, dass er einfach weiter regieren kann? Die Grünen. Ich will es ganz klar sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Die Grünen gehören von der Regierungs- auf die Oppositionsbank. Und wer am sichersten die Grünen verhindern will, der muss CSU wählen. Denn ich stehe dafür, kein Schwarz-Grün. Die CSU steht dafür, kein Schwarz-Grün. Darauf kann man sich wirklich verlassen. Alter, also ich kann mich darauf nicht mehr verlassen. Und ich habe es mir schon so oft gedacht. Und ich habe natürlich nicht in dem Fall die CDU oder CSU gewählt. Dennoch wäre ich ganz schön angenervt, wenn ich diese gewählt hätte. Und jetzt so was mir anhören muss, dass die mit den Grünen kooperieren, weil sie sonst nicht die Mehrheit für eine Gesetzesänderung bekommen, eine Grundgesetzänderung. Dazu aber auch gleich mehr. Wir wollen jetzt einmal diesen Gesetzesentwurf anschauen. Am Sonntag beriet der Haushaltsausschuss darüber. Am Dienstag soll der Bundestag die Lockerung der Schuldenbremse beschließen. Hier ist aber, wie gesagt, noch nicht Hopfen und Malz verloren. Die AfD hat noch eine Möglichkeit der Lösung. Für Ausgaben in Verteidigung und Sicherheit, Bundeswehr, Ukraine-Hilfen, Geheimdienste, Zivilschutz, IT-Sicherheit, die zusammen 45 Milliarden Euro übersteigen, wird die Schuldenbremse ausgesetzt und die Regierung darf unbegrenzt extra Kredite aufnehmen. Ein Sondervermögen, Schönfärberwort für Schulden, das sind die Sonderschulden, in Höhe von 500 Milliarden Euro für Investitionen eingerichtet. Und letztendlich wissen wir ja noch nicht, ob das überhaupt dort ankommt, was sie uns jetzt vorgaukeln. Die Grünen allerdings haben etwas geschafft, denn die sogenannte Klimaneutralität soll ins Grundgesetz kommen. Der wichtigste Punkt von den Grünen war nämlich diese Änderung. Der Bund kann mit eigenen Kreditermächtigungen ein Sondervermögen von bis zu 500 Milliarden Euro für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität, halte ich fest, bis 2045 einrichten. Wahnsinn! Bis 2045 soll das da noch drinne stehen. Das bedeutet 20 Jahre. 100 Milliarden Euro sollen allein für diesen Klimafonds reserviert sein. Also ein voller Erfolg für die Grünen. Und was die Frau Baerbock dazu sagt, sehen wir uns gleich an. Jetzt kommen wir aber einmal zu den desaströsen Folgen so eines Schuldenpakets. Das ist nicht mehr normal, Leute. Denn ein Wirtschaftsexperte, Professor Jan Schnellenbach, ist fassungslos. Er zu Bild: Falls das ins Grundgesetz kommt, ist damit zu rechnen, dass das Bundesverfassungsgericht Investitionen verhindert, Wachstum verlangsamt oder ganz ablehnt und Umweltgruppen somit gegen so gut wie alle Investitionen klagen könnten. Jede Autobahnsanierung stünde somit auf der Kippe. Und auch ein Verfassungsrechtler sieht diesen Plan sehr kritisch. Das Grundgesetz regelt die Grundregeln des Staates. Politische Detailziele in das Grundgesetz zu schreiben, ist dysfunktional. Es verpflichtet die staatlichen Organe, Ziele unbedingt mit allen Mitteln erreichen zu müssen, ohne Abwägungsmöglichkeiten, unter Disruption von Wirtschaft und Gesellschaft. Das hätte desaströse Folgen. Hier einige Beispiele, wo du unmittelbar betroffen sein wirst. Die Preise
Experten warnen vor einem neuen Inflationsschub. Die Preise steigen durch das Schuldenpaket. Grund: mehr Aufträge und höhere Nachfrage. Die Zinsen, Leute, gehen wegen der Schulden rauf. Commerzbank-Chef Volkswirt Jörg Kremer: In der vergangenen Woche sind die Zinsen für Bundesanleihen so stark gestiegen wie noch nie seit Anfang der 90er Jahre und der Höhepunkt sei noch nicht erreicht. Auch das Wohnen wird wohl teurer. Die Bauzinsen sind schon gestiegen um 0,5 Punkte. Der Verband Haus und Grund erwartet, dass in der Folge auch die Mieten zulegen, je nach Baukosten um bis zu 80 € oder mehr pro Monat. Und dann natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt, und da gibt es eine Zusicherung, ein Versprechen, worauf ich da nicht mehr drauf poche, nämlich von Herrn Carsten Linnemann von der CDU. Die Steuern sollen nicht steigen, versprach der Mann. Aber Steuerzahlerbundchef Rainer Holznagel warnt bereits: Das Schuldenpaket dürfte nicht dazu führen, dass jetzt auch noch Steuererhöhungen kommen. Und dreimal darfst du raten, nein, einmal darfst du raten, was passieren wird, wenn sowas versprochen wird. Ich bin mir sicher, es wird alles Negative auf uns zukommen, was hier erwähnt worden ist. Kommen wir zu einigen Reaktionen einiger Parteien und Politiker. Dazu fangen wir an bei der AfD. Denn die AfD reagierte scharf auf diese Einigung. Das Führungsduo Alice Weidel und Tino Kruppalla warf Merz vor, er habe sich erneut von den Grünen über den Tisch ziehen lassen. Die Grünen haben sich in den Verhandlungen offenbar auf ganzer Linie durchgesetzt, äußerten die beiden. Kommen wir aber jetzt mal zur Frau Baerbock. Denn die Frau Baerbock jubelt über Merz' Zugeständnisse an die Grünen. Außenministerin Annalena Baerbock lobte das Finanzpaket hingegen als klaren Schnitt für die Sicherheit Deutschlands. Sowie natürlich auch für die Sicherheit in der Ukraine, Europa und weltweit. Und bei einem Außenministertreffen in Kanada betonte sie, dass die Einigung den globalen Herausforderungen gerecht werde. Und mit der Grundgesetzänderung für Sicherheit machen wir nicht nur Deutschland sicherer, sondern senden ein starkes Signal an die Ukraine, Europa und die Welt. Lass mir mal deine Meinung jetzt dazu da, zu diesem gesamten Video, was du bis jetzt hier gehört hast. Lass es mich wissen. Und wir sind ja noch nicht am Ende diesen tollen Videos, denn die Bundesinnenministerin, jetzt aktuell noch, Nancy Faeser, sieht das nämlich ähnlich wie ihre Kollegin Frau Baerbock. Denn damit können wir unser Land sicherer und wehrhafter machen, erklärte sie am Samstag in den Zeitungen. Sie betonte, dass es darum gehe, das Land vor Putins hybrider Kriegsführung zu schützen, massiv in den Schutz vor Spionage, Sabotage und Cyberattacken zu investieren und schließlich alle notwendigen Mittel bereitzustellen, um den Bevölkerungs- und Zivilschutz erheblich zu stärken. Na, dann bin ich ja mal beruhigt, dass wir solche Politiker haben, die ja nur das Beste für die Bevölkerung haben wollen. Und zum Ende jetzt die letzte Hoffnung für viele Menschen in Deutschland. Es ist die AfD. Und hier blende ich zum Ende des Videos Bernd Baumann nochmal ein, was deren Vorgehensweise jetzt ist, damit es am Dienstag nicht zu diesem ganzen Humbug kommt. Bleib dran, lass mir deine Meinung dazu da und spätestens jetzt einen Daumen nach oben und gerne auch ein kostenloses Abo, damit du kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns gleich. Liebe Freunde, es gibt brisantes Neues. Ich habe gestern Abend noch von der Bundestagspräsidentin gefordert, als erster parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, dass der neue Bundestag einberufen werden soll. Der neue. Warum dies? Gestern hatte ja das Bundesverfassungsgericht in einer Eilentscheidung abgelehnt unseren Antrag, dass der alte Bundestag nicht einberufen werden darf, weil ja schon lange abgewählt ist. Bundesverfassungsgericht hat das abgelehnt, aber es hat gleichzeitig formuliert, wann der neue Bundestag zusammentritt, entscheidet der neue Bundestag. Er wird hieran durch die Einberufung des alten Bundestages nicht gehindert. Beantragt ein Drittel der Mitglieder des neuen Bundestages dessen Einberufung, ist die Bundestagspräsidentin hierzu verpflichtet. Ja, liebe Freunde, die AfD hat knapp 25% aller Abgeordneten im neuen Bundestag, aber jetzt kann jeder Abgeordnete und jede Fraktion
mithelfen, dieses Quorum zu erfüllen. Jeder, der unzufrieden ist, der davon ausgeht, dass das jetzt nicht sein kann, dass wir nicht 1 Billion Neuverschuldung machen können, dass wir nicht 3-mal das Grundgesetz ändern mit einem alten Bundestag, der schon lange abgewählt ist und das Ganze nur, damit Friedrich Merz schnell Bundeskanzler werden kann. Ob nun die anderen Abgeordneten, und viele sind ja unzufrieden, oder eine Fraktion uns beispringt, um dem Wählerwillen, dem neu gewählten Bundestag mit den neuen Mehrheiten Geltung zu verschaffen, das liegt nicht in unserer Macht. Ob sie bereit sind, dem Wahnsinn von Friedrich Merz und seinen linksgrünen Komplizen noch entgegenzutreten, liegt nicht in unserer Macht. Das müssen diese Herrschaften mit ihrem Gewissen ausmachen. Wir als AfD-Fraktion haben jedenfalls vor der Geschichte alles Notwendige und alles Mögliche getan, um dieses Unglück abzuwenden, dem Wählerwillen Geltung zu verschaffen, Schaden vom deutschen Volk fernzuhalten und dem Treiben dieser entfesselten politischen Klasse aus Union, SPD und Grünen wirksam entgegenzutreten mit allem, was wir haben. Vielen Dank, dass du bis hierher geschaut hast. Und wenn du bis hier geschaut hast, kannst du jetzt nochmal eine Deutschlandflagge in den Kommentaren hinterlassen oder auch 3, 5, 10 oder wie viel du willst. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video. Vergiss nicht, dieses Video jetzt noch zu teilen, damit auch andere Menschen davon Wind bekommen. Wir sehen uns. Bis dann, der Markus.